Hallo ihr Lieben, ich bin's, eure Sandy und mein Mann. Hallöchen, Zippi mal wieder am Stiefel. Ach, immer diese Werbungen. Lol. Und zwar, es geht darum, mein Schatz ist gestern warum sind wir hier bei Katverkopf? Ja, mein Schatz ist ein Fehler was heißt nicht ein Fehler unterlaufen. Es gab eine Fehlermeldung vom Firestorm, weil der Firestorm wie ja einige schon gemerkt haben, ist ein Update draußen. Erzähl doch mal, was dir passiert ist, mein Schatz. Jo, nach dem Einloggen hat's mein Shape geballert. Also die Form, die Gestalt, die man nehmen kann oder die man sich umstellen kann, wurde nicht mehr in der Datenbank aufgeführt. Das heißt, ich bekam die Fehlermeldung, Katwa-Kopf, Shape, der und der Shape, nicht in der Datenbank gefunden. Ich bin die ganze Zeit, wenn ich immer Relog gemacht hatte, als Wolke rumgerannt, als Corona-Wolke, wie ich sie gerne nenne. Ja, hat ein bisschen gedauert, bis ich das mal selber rausgekriegt habe, nach 50 Mal einloggen, weil die Fehlermeldung übersieht man gerne. Und zwar kommt die Fehlermeldung oben bei dem Briefkuvert, also wo eine Zahl drin steht. Da in der Nähe kommt die Fehlermeldung. Und die müsst ihr wirklich mal ab und zu mal genau lesen, was da steht. Die bleibt eine Zeit lang. Ne? Und da ist mir dann halt mal aufgefallen, ne, Cut verkauft, also der Name von Cut war Shape, also die Gestalt, die Form, hat er in der Datenbank nicht gefunden. Deswegen bin ich die ganze Zeit als Wolke rumgerannt. Mhm. Richtig. So, und im Katwa-Ordner, ne, ist ja, ist ja eine Landmarke vom Katwa. Die ist ja mit bei. Ne? Ist ja eine Landmarke von Katwa. Und Katwa hat bevor ich es wieder falsch sage, wie heißt es? Hat einen Redeliver. Richtig. Das ist Das hier, findet, das, findet man, das findet man auf der Landmarke, also hier auf dem Mainstore, wo wir gerade sind, ne, richtig. von Katwan, für diejenigen, die dasselbe Problem haben. Ne, hier ist ein schöner kleiner Pfosten, Pfosten, ne, Anspielung. Und da steht irgendwo Redeliver. Und da kriegt ihr halt das Ding komplett wieder zurück, was ihr gekauft habt. Und ja, Genau. mit Update sogar, wenn ein Update da gefahren worden ist. Und das funktioniert. Also ihr müsst euch quasi denn, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch denselben Problem habt mit dem Cutterkopf wie ich, so wie ich, müsstet ihr quasi dann hierher kommen, mal kurz Redeliver machen, euch den Kopf raussuchen, den ihr denn gerade anhabt, ne? Nochmal reinkopieren im Ordner, alten rausschmeißen, neuen reinsetzen, fertig. Also das funktioniert. Richtig. Michael, ich hab jetzt wieder den Originalshape an. Gut, ich habe es gestern anders gemacht. Ne? Ich habe mir vor Jahren, oder wo ich den Coverkopf mal hier gekauft habe, ähm, habe ich mir von dem Shape eine Sicherheitskopie gemacht und der hat funktioniert. Den habe ich umbenannt in Shape, hab dann ein bisschen rumexperimentiert gehabt und der hat funktioniert Ne? gestern. Und hier seht das ja auch. Steht's ja auch alle für auf Englisch, ne? Ne? Und das ist dann hier unten der Zeichen. Und Richtig. ihr müsst nicht einen Katwa-Kopf neu kaufen. Ne? Zumindest nicht bei Katwa so. Und Es haben nicht alle Läden so einen Redeliver, sage ich mal, aber in der Regel gibt es doch. könntest du mal irgendwo stehen bleiben, das wäre mal geil. Dankeschön. Also ihr müsst euch jetzt nicht unbedingt in den Laden gehen, aber es gibt noch eine andere Form vom Redeliver. Schatzi hat das im Inventar, kann sie euch gerne rüberschicken. Da geht auch eine Seite auf und dann kriegt ihr eine Liste, was ihr alles gekauft habt. So. Wird aber nicht alles aufgeführt. So, und noch zum Thema Firestorm. Hier ist einige schon in der Firestorm-Gruppe. Ja, ich bin da auch ab und zu mal. Jetzt in der letzten Zeit bin ich da wieder draußen. Hat verschiedene Gründe. So, Firestorm. Wenn ihr den Firestorm runterladen tut, wie auch immer, ja, dann habt ihr hier die ganzen Symbolflächen, die sind leer. Das heißt, ich tue mal Symbol und tue mal hier auf Standards wiederherstellen. Ja, dann seht ihr, wie wenn ihr eingeloggt seid, wie das dann aussieht. Ihr könnt hier unten das mit dem Suchen könnt ihr wegmachen. Das Symbol habt ihr hier oben, hier in der Ecke, und ihr habt noch mal hier oben als Reiter Hilfe.
Da könnt ihr auch noch mal suchen, ne? Ihr habt hier unten den Koffer, den könnt ihr einfach festhalten mit der Maus und euch hier an die Seite ziehen. Es kommen so blaue Fenster, klicken das auf, das ist nichts Schlimmes. Das ist nur die Haftungsstellung oder wie man Anhaftungsstelle, wie ich das immer nenne. Ne? Ihr macht ein kleines Linksklick, macht auf Schaltflächen und dann geht die Schaltflächensymbol auf. Ne? Und dann könnt ihr alles das, was euch wichtig erscheint, rausziehen aus dem Ordner. Wie Fliegen, Gesten, auf den Hey, Boden setzen, hm? psst, guck mal da, Bauen, ja, eine andere Frau, ich sehe es. Mhm. guck mal da, geht das selber nicht. Ein Kopf. Hm. Das kann hinkommen, ja. Ähm, und ihr könnt euch dann, was ihr alles so braucht, ne, Posestand und so weiter und so fort, könnt ihr dann rausziehen. Und natürlich die Einstellungen haben sich auch umgeändert. Ne? Wenn ihr natürlich, wie in meinem Fall, nicht gut Englisch könnt, dann tut ihr hier oben auf Deutsch umstellen, auf Adult und so weiter und so fort. Also wenn ihr da irgendwelche Probleme habt mit dem Einstellen und ihr seid nicht in der Firestorm-Gruppe, ja, wir beide sind aktiv. Mein Schatz ist aktiv und ich bin auch aktiv. Ihr könnt zu jeder Zeit uns anschreiben und fragen und so weiter und so fort. Und sollte uns natürlich es irgendwann, wenn so viele Fragen kommen, es kann ja mal sein, ne, dass es zu viele Fragen sind, aber keine Angst, wir werden euch da jetzt nicht drüber beurteilen und so weiter und so fort. Ne? Nur wir haben natürlich noch was anderes zu tun, als wie die zum größten Teil einige, ne, wie ich das mal manchmal sehe, die so auf Sandboxen und hat man nicht gesehen, einfach nur dumm rumstehen und wissen nicht, was sie zu tun haben. Dann gibt es übrigens für die alle gerne rumreisen und suchen, gibt es diesen schönen Ordner. Ich ziehe den mal ein bisschen größer, weil wir gerade bei Firestorm sind. Und ist ja schon überall, es hat nichts mit dem neuen Update zu tun. Ihr findet dann Ziele, ne? Und ihr könnt dann einfach mal drauf rumklicken hier, ne? Wenn es so bestimmte Events gibt oder sonst wie zum Beispiel besondere Sims oder hat man nicht gesehen. Da könnt ihr auch einfach mal so draufklicken und durchklicken und so weiter und so fort. Aber heute ging es ja hauptsächlich um den Katwa-Kopf. Update und wie man was zurückbekommt. Und wenn es bei Maitreya so sein sollte, kann ja auch mal hin und wieder ein Update gehen. Ne? Dann könnt ihr auch, ich muss gerade mal gucken, ist da auch Avatar Maitreya, ist da auch eine Landmarke mit bei? Nein, da ist keine mit bei, aber das ist kein Problem. Da zieht ihr euch die HUD an. Ich habe sie momentan aus, ne, die normale HUD. Und dann klickt ihr hier auf die HUD drauf und ganz hinten drauf und dann heißt es auch wieder diesen zurückbekommen Ding und Revealer. ja genau, bevor ich es wieder falsch aussage. Und dann bekommt ihr den Katferkopf, guten Morgen, Maitreya Body auch wieder. Ne? Und So, und es wird nicht der einzige Fehler sein, der aufgetreten sein wird. Zumindest war es bei mir so. Avatare sind verschieden, die ganzen Leute sind verschieden, die ganzen PCs sind verschieden. Und auch richtig, die Internetverbindung. Das heißt nichts anderes, es können andere Fehler auftauchen. richtig. Welche Fehler das sind, könnt ihr gerne mal unter dem Video mal mitschreiben und auch den Weg, wie ihr das fixen konntet. Das wäre mal gut. Weil wenn wir so viele Fehler wie möglich mal auf einem Video mal zusammentragen können, ne, dann haben Leute eventuell mehr besseren Zugriff und können sich das mal ein bisschen durchlesen. Was denn für, ne, also so eine Art Support-Hilfestellung. Ne? Richtig. Das wäre mal gut, wenn ihr das mal machen könntet. Wenn ihr wollt, kann ich auch unter dem Video hier auch meine Geschichte mal ein bisschen darunter erzählen mit dem Katwa-Kopf, also mit dem Katwa-Schäden. Kann ich gerne tun. Und halt noch ein bisschen mehr. Mal gucken, weil ich würde gerne mal wissen, was für Fehler bei euch auftreten beim Richtig. Update von Firestorm.
Oder generell, wenn ihr generell Fragen habt und es wurde unter dem letzten Video nochmal Danke dazu auch geschrieben, ob ich aktiv bin. Ja, ich bin aktiv und ja, man darf mich auch anschreiben. Und sollte ich mal nicht reagieren oder sollte ich mal was auch immer machen, oder ich sollte mal offline sein oder sonst wie, man kann mir auch eine Notizkarte schreiben. Ne? Und für alle, die nicht wissen, wie man eine Notizkarte schreibt, das zeige ich euch auch mal kurz. Ist heute alles drin irgendwie in dem Video. Hier heißt Notizkarte, neue Notizkarte, ne? Und dann schreibt er einen kurzen Text und dann schickt er mir und gut ist. Ne? Am besten wird auch sein, oder am besten, die Notizkarten übersieht man gerne, weil das kriegst du nämlich nicht in der IM mitgeteilt, dass du eine Notizkarte überhaupt erhalten hast. Was du mitkriegst, sind die Privat-IMs. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, lieber in der IM, weil da könnt ihr sicher sein, dass die auch ankommt. Richtig. Die Notizkarten werden gerne mal übersehen, weil die kriegen wir, zumindest ist es bei mir so, wenn ich eine Notizkarte kriege, wenn ich online bin, dann wird mir Bescheid gegeben. Wenn ich aber offline bin, wird mir das nicht Bescheid gegeben. Ich bin einfach in mein Inventar geklatscht. Aber keine Nachrichten, dass ich überhaupt was bekommen habe offline. Okay. Ne, das ist bei mir so. Also Notizkarten, lieber eine IM, da könnt ihr sicher sein, dass die auch ankommt. Kann auch 1, 2 Tage dauern, bis die mal ankommt, wenn man offline ist. Das ist halt so mit Firestorm. Letztes eine IM, die war 4 Tage alt. Das ist kein Witz. Lol. Okay. Mhm. Also, bis dahin, eure Sandy und Euer Zipporino und oder wie man mich auf Tarreis nennt, Zipbalino. richtig. Und wenn ihr dann wollt und ihr müsst dann aber nicht, ja, ist so ein kleines rotes Ding, ne? Da könnt ihr draufklicken und dann kriegt ihr dann immer Informationen, wann wir wieder was Neues machen. Ne? Also, bis dahin, eure Sandy und Euer Zippo. bye bye.